Wenn du glaubst, dass der Arzt misstrauisch wird, dann starre einfach ein paar Sekunden lang ins Leere und tu so, als hättest du den Faden verloren. Das ist ein ganz normales Verhalten bei Menschen mit Demenz. Bei der Rechenaufgabe muss ich nichts vortäuschen. Zahlen waren noch nie mein Ding. Deshalb habe ich immer eure Geburtstage vergessen. Tja, daran wird's wohl gelegen haben, klar. Doch, echt. Das Bild, das kenne ich doch. Ja. Das hast du gemalt. Das war in deinem angeblichen Nachlass. Ich hatte es eigentlich weggeworfen, aber die Krankenschwester hat's wieder aus dem Müll gefischt. Ich weiß noch genau, wann du das gemalt hast. Das war an meinem Geburtstag. Ihr Jungs wart alle bei mir. Du bist beim Klettern vom Baum gefallen. Mann, hast du mir einen Schrecken eingejagt. Das muss ja unheimlich schlimm für dich gewesen sein. Du hast einen Gips bekommen und musstest die Nacht über im Krankenhaus bleiben. Ich bin natürlich bei dir geblieben und hab dich mit Vanilleeis getröstet. Du wolltest immer noch eins und noch eins. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Portionen du verdrückt hast. Weißt du noch? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Und du hast jetzt einen Termin beim Amtsarzt. Wünsch mir Glück. Ja, versau's nicht. Ja, und vielen Dank für deine Hilfe. Hallo. Hallo. Hallo, Olli. Hey, habt ihr euch versöhnt? Ja, von wegen. Was ist passiert? Sei doch nicht so neugierig. Hallo, wir sind jetzt zusammen, da gehört das quasi dazu. Neugierige Menschen haben ein 3-mal höheres Risiko bei Herz- und Kreislauferkrankungen. Wusstest du das? Nehme ich gerne in Kauf. Also habe ich immer noch eine Portion verlangt und noch eine und noch eine. Caro war die ganze Nacht bei mir. Gut zu wissen, du stehst auf Vanille. Ich hasse Vanille. Ich wollte nur, dass er da bleibt. Das sind eine wenigen Momente, in denen Haro sich wirklich wie ein Vater um mich gekümmert hat. Er hat das Bild aufgehoben, das du gemalt hast. Das ist auch väterlich. Aber er hat nie bemerkt, dass ich Vanilleeis hasse. Obwohl ich in all den Jahren danach nie wieder welches gegessen habe. Das ist typisch Haro. Er sucht sich immer die Wahrheit aus, die ihm am besten passt. Genau wie jetzt mit dieser Amnesiegeschichte. Was denn für eine Amnesiegeschichte? Entschuldigung, ich glaube, ich habe den Faden verloren. Ist das jetzt schlimm? Das ist normal. Merkwürdig. Es ist, als würde ein riesengroßes Puzzle vor mir liegen. Tausende von Teilen. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Verstehen Sie, was ich meine? Geht das irgendwann vorbei? Dein Vater hat Amnesie. Nein, natürlich nicht. Das sagt er nur, damit er nicht wegen Versicherungsbetrug in den Knast muss. Ach, und du hast ihm jetzt die Symptome erklärt, die er haben muss, damit er damit durchkommt. Ja, aber das habe ich nicht für ihn gemacht. Aber wenn er auffliegt, dann sind wir alle dran. Mein Sohn Jo ist auch Arzt. Er hat mir erzählt, dass er als Kind mal im Krankenhaus war. Ich habe die ganze Nacht bei ihm gesessen und ihn getröstet. Damals hat er beschlossen, selbst Arzt zu werden. Er hat mir ein Bild gezeigt, das er als Junge zu meinem Geburtstag gemalt hat. Aber ich kann mich daran nicht erinnern. All die ganzen Erinnerungen an meine Söhne und ihre Kindheit einfach weg. Das ist echt krass. Das finde ich nicht gerade witzig. Ach komm schon, wenn man das mit ein bisschen Abstand betrachtet. Weißt du eigentlich, was es bedeutet, jemand wie ihn zum Vater zu haben? Während man selber nur darunter leidet, dass er Mist baut, lachen die anderen drüber, finden ihn auch noch charmant und witzig. Ich finde das echt zum Kotzen. Immerhin haben Sie sich Ihren Humor behalten. Das ist das Einzige, was mir noch geblieben ist. Die Patienten mit Humor und Lebensfreude haben die besten Genesungschancen. Das wünsche ich mir. Vor allem für meine Söhne. Haben Sie auch Kinder? Ja, ich habe 2 Töchter. Dann können Sie ja nachvollziehen, wie hart das für mich ist, keine Erinnerungen mehr an die Kindheit meiner Söhne zu haben. Ich denke, für heute sind wir fertig. Wie geht das weiter? Wir werden noch ein paar Gespräche führen, um Ihren Zustand völlig zu klären. Dann machen wir ein MRT und dann sehen wir weiter. Ich weiß, das klingt jetzt so, als hätte ich mein ganzes Leben lang darunter gelitten, dass er nicht da war. Aber das stimmt nicht. Ich vermisse ihn kein bisschen. Jedenfalls nicht, seitdem ich erwachsen bin. Wenn er das alles nur für euch macht, weil er bei euch sein will, weil er wieder was gut machen will. Aber da gibt es nichts mehr gut zu machen. Und komm, jetzt reicht's wieder mit Therapiestunde, ja? Ich hab Hunger. Wollen wir was zusammen kochen nachher? Hm? Ich habe gehört, Pärchen machen sowas miteinander. Habe ich auch schon mal gehört. Gut.
Dann treffen wir uns gleich bei mir, okay? Ich habe noch was zu erledigen. Okay, bis gleich. Hey, Du bist es. hast du jemand anderen erwartet? Niemanden. Vergiss es. Alles okay bei dir? Geht so. Was ist? Emilio ist irgendwie komisch, oder? Wieso? Ich meine, der hat beim Mittagessen versucht, mich zu verführen. Macht er das immer so? Wie jetzt so richtig mit anbaggern? Aha. So, als würde in seinem Kopf irgendwie ein Programm ablaufen. Vom Tisch ins Bett in 3 Schritten. Eigentlich nicht seine Art. Steht er also doch auf dich? Wie meinst du das? Hat er zu dir gesagt, dass er nicht auf mich steht? Nein, nicht so richtig. Ja, aber fürs Bett reicht's, oder was? Hallo. Ah, schön, dich zu sehen, Olli. Ich wollte gerade zu Jo. Der ist noch unterwegs. Das soll eine Überraschung sein. Ich wollte mich bei ihm bedanken. Er hat mir da heute bei einer Sache unter die Arme gegriffen. Habe ich schon von gehört. Ach, gut. Also wie gesagt, Jo ist noch unterwegs. Vielleicht kommst du später einfach noch mal vorbei. Willst du was kochen? Aha. Das ist ein Ding des Schicksals. Lass uns einfach zusammenschmeißen. Ich habe hier ein paar Gewürze, die du garantiert noch nicht kennst. Jo hat dir sicher erzählt, dass das mit mir nicht immer ganz einfach ist. Hat schon mal sowas angedeutet. Und deshalb bin ich hier. Heute Morgen beim Arzttermin ist mir klar geworden, dass ich praktisch keine Erinnerung an die Kindheit meiner Jungs habe. Ja, musste nicht mehr lügen. Ich war wirklich nie anwesend. Das kann ich nicht ungeschehen machen, das ist mir klar. Ich habe vor, hier in Düsseldorf zu bleiben. Diesmal will ich es wirklich auf die Reihe kriegen, mit meinen Jungs. Hilfst du mir dabei? Okay. Komm rein. Das riecht wirklich schon fantastisch. Ein Geheimrezept aus der Karibik. Wenn du willst, schreibe ich's auf. Sehr gerne. Hey, Was ist denn hier los? Junge, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Caro hat für uns gekocht. Karibisch. Ich hab keinen Hunger. Ich glaube, ich habe da genau das Richtige für dich. Vanilleeis. Wer sagt denn, dass das Dessert immer nach dem Hauptgang kommen muss? Das finde ich auch. Komm, wir essen da jetzt eine Portion. Olli, Vorne. bitte lass das, okay? Von wegen vergessen. Du checkst wirklich überhaupt nichts. Was denn? Hast du gar keine Lust auf dein geliebtes Vanilleeis? Ich hasse Vanilleeis. Seit wann? Schon immer. Aber damals. Da habe ich's auch schon gehasst. Warum hast du es denn dann gegessen? Du warst so selten da und ich hatte einfach Angst, dass du wieder gehst. Mann, Harro, warum hast du es nicht gemerkt? Normalerweise wissen Eltern, was ihre Kinder mögen und was nicht. Vorausgesetzt, es besteht ein Interesse an ihnen. Ich habe mich immer für euch interessiert. Ja, 5 Minuten lang, wenn nicht zufällig irgendeine Alte am Start war. Dann kamst du plötzlich unangemeldet an und hast den Supervater gespielt. Aber ob der Zeitpunkt der richtige war, das war dir völlig egal. Genauso wie heute. Wenn ich ungelegen komme, dann... Ja, du kommst ungelegen! Und 30 Jahre zu spät. Glaubst du etwa, ein paar rührselige Geschichten, ein leckeres Essen und ein bisschen Vanilleeis machen's wieder gut? Klar, du merkst so langsam, du wirst alt und stehst alleine da. Und dann glaubst du, du kommst hierher und setzt dich in ein gemachtes Nest. Aber ich kann dir nur eins sagen. Vergiss es! Ich glaube, ich lasse euch dann lieber allein. Ja, ganz genau. Das konntest du schon immer am besten, wenn es brenzlig wurde. Abhauen! Lasst es euch trotzdem schmecken. Wäre schade um das Essen. Okay, ich gebe zu, diese Nummer mit dem Eis, das war aus deiner Sicht wahrscheinlich wirklich blöd, aber ich glaube, er wollte dir eine Freude machen. Davor war es eigentlich noch ziemlich nett. Bis ich's versaut habe, oder was? Das habe ich nicht gesagt.
Du hättest ihn gar nicht erst reinlassen sollen. Du wusstest, dass ich ihn nicht sehen will. Also was soll das? Er ist nun mal in Düsseldorf. Er wird hier bleiben. Ihr könnt euch nicht ständig aus dem Weg gehen. Da habe ich gedacht, es ist besser, ihr sprecht euch mal aus. Siehst du, genau das ist der Punkt. Hör endlich auf, für mich zu denken. Olli, Harro ist nicht dein Vater. Du kennst ihn nicht. Du weißt nicht, was zwischen uns läuft. Ich kann diesen Typen nicht riechen. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Also halt dich bitte raus. Geht das irgendwie? Ist vielleicht wirklich das Beste. Allerdings. Okay, gut, es tut mir leid. Er ist dein Vater. Regel das, wie du willst. Danke. Aber eine Sache noch. Harro ist dir nicht egal, sonst würdest du nicht so abgehen. Und er bedeutet dir noch was. Und du bist nicht fertig mit ihm, auch wenn du dir das einreden willst. Geht das jetzt den ganzen Tag so? Jo, wenn du sauer bist, dann sag was, aber schweig hier nicht rum, das nervt. Ich bin nicht sauer. Ich habe nur keine Lust zu reden. Ich habe aber das Gefühl, dass du sauer bist. Interpretierst du jetzt schon wieder meine Gefühle? Ja, was soll ich denn sonst machen? Du sagst ja nichts, du frisst alles nicht rein. Olli, entweder du akzeptierst mich, wie ich bin, oder Oder was? ich glaube, es ist wirklich besser, dass wir uns trennen.